Willkommen. Kennt ihr Paula Modersohn-Becker? Eine deutsche Malerin, die viel zu früh starb und doch Kunstgeschichte schrieb. Mit nur 31 Jahren, kurz nach der Geburt ihrer Tochter, nahm ihr Leben ein tragisches Ende. Dennoch schuf sie in dieser kurzen Zeit ein Lebenswerk, das bis heute Maßstäbe setzt und ihre Rolle als Pionierin der Moderne unvergänglich macht. Schauen wir uns ihren Lebensweg an. Sie wurde 1876 in Dresden geboren und wuchs in einer weltoffenen Familie auf. Mit 10 Jahren erlebte sie, wie ihre Cousine unter Sandmassen erstickte, was sie wohl in ihrer Zielstrebigkeit prägte. 2 Jahre später zog die Familie nach Bremen. Nach ersten Studien in London musste sie zurück in Bremen eine Ausbildung zur Lehrerin absolvieren, erhielt aber auch privaten Malunterricht bei Bernhard Wiegand. 1896 konnte sie nach Berlin reisen, um an der Zeichen- und Malschule des Vereins der Berliner Künstlerinnen Unterricht zu nehmen, bei verschiedenen Malern, aber auch in der ersten Malklasse von Schanner Bauk, und entwickelte sich vor allem in Porträt- und Aktmalerei weiter. Über die Jahre unternahm sie 4 Studienaufenthalte in Paris, wo sie an namhaften Akademien Malerei und Aktstudien vertiefte, und verbrachte mehrere Aufenthalte in Worpswede. In der dortigen Künstlerkolonie fand sie ihre künstlerische Heimat und zugleich ein enges Netzwerk von Gleichgesinnten, wie ihre enge Freundin Clara Westhoff und deren Ehemann und Lyriker Rainer Maria Rilke. Dort lernte sie den Maler Otto Modersohn kennen und heiratete ihn 1901. Mit ihm kam auch seine kleine Tochter Elsbeth in ihr Leben, die sie liebevoll porträtierte. Sie sehnte sich nach einem eigenen Kind, was sich in vielen Bildern von Mutter und Kind widerspiegelt. Leider starb ihr erstes Kind 1902 kurz nach der Geburt. Sie rang jedoch zugleich mit dem Drang nach künstlerischer Selbstverwirklichung. Ein innerer Konflikt, der ihre Ehe belastete. 1907 brachte sie dann ihre Tochter Mathilde zur Welt. Doch nur 19 Tage später starb sie im Alter von nur 31 Jahren in Worpswede an einer Embolie. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil ist geprägt von klaren Formen, intensiven Farben und einer fast archaischen Ruhe. Über die Jahre entwickelte sie sich von naturverbundenen Studien hin zu einer radikal modernen Ausdrucksweise, die ihrer Zeit weit voraus war. Ihre Motive kreisen um Porträts, Stillleben und eindringliche Mutter-Kind-Darstellungen. Themen, die sie mit unvergleichlicher Tiefe und Würde auflud. Auch schuf sie rund 50 Selbstporträts über die Jahre, in denen sie ihr eigenes Bild immer wieder neu erforschte. 3 ihrer bekanntesten Werke sind das Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag, das als erstes bekanntes nacktes Selbstporträt einer Frau gilt, das Mädchenbildnis mit gespreizter Hand, das durch intensive Ausdruckskraft ein junges Mädchen zeigt, und der stehende Kinderakt mit Goldfischglas, in dem sie das Motiv des Kindes mit fast ikonenhafter Strahlkraft erhob. In nur 14 Schaffensjahren hinterließ sie über 700 Gemälde und 1000 Zeichnungen. Ein Werk, das sie zu einer Pionierin der modernen Kunst machte. 1927 wurde in Bremen das Paula Modersohn-Becker Museum eröffnet, das erste Museum weltweit, das einer Künstlerin gewidmet ist. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Paula Modersohn-Becker gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten, und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.